Ja, hallo, willkommen zurück. Heute habe ich die Apple Watch Ultra auf dem Tisch. Ich möchte euch einfach einen ersten kleinen Review bzw. einen Eindruck geben der Uhr. Ich beziehe mich hier ein bisschen mehr auf die Laufeigenschaften bzw. was ich auch alles einstellen kann, wie ich mir die Lauf-App einstelle und auch was ich als Sport-App nutze, um hier Datenanalysen zu machen, weil Apple Health hier doch und da ja nicht so hilfreich ist wie jetzt andere Apps vielleicht. Das und vieles mehr zeige ich euch jetzt, aber ich würde sagen, wir fangen einfach direkt an. Ja, da haben wir auch schon das gute Stück, die Apple Watch Ultra, in dem Fall hier mit dem Polarstern Alpin-Armband. Das ist die mittlere Größe, die ich hier habe. Ich habe hier ein relativ schmales Handgelenk, also es empfiehlt sich das Ganze auch immer zu messen. Wir haben hier bei dem Alpin-Armband die Besonderheit, dass dann mit Nähten hier die verschiedenen Sektoren, sage ich mal, abgesteckt worden sind und man hier den Haken entsprechend reinmachen kann und hier das Armband anpassen kann. Das ist auch wirklich sehr individuell anpassbar und auch wirklich so, dass man das auf seine Größe einstellen kann. Um die Frage vorwegzunehmen, ja, die alten Armbänder funktionieren, beziehungsweise die Aufnahme ist noch die gleiche, da hat sich nichts geändert. Ich habe zum Beispiel Armbänder noch von meiner Apple Watch Series 6, die passen hier auch entsprechend auf die Uhr. Es ist aber so, dass die Armbänder der Ultra-Uhr etwas breiter sind, da die Uhr auch insgesamt etwas größer ist. Stichwort Größe, die Uhr hat 49 mm, das heißt, das ist 4 mm mehr als die Series 8 in seiner größten Version. Die Pixelgröße beträgt hier 410 x 502 Pixel. Wie gesagt, im Vergleich zu Series 8, da sind es 396 x 484 und die Nit bzw. die Helligkeit beträgt hier bei diesem Display maximal 2000, während die Series 8 hier mit 1000 Nits Helligkeit aufkommt. Dann haben wir hier neben dem Titangehäuse, was hier auch das Display hier kreist bzw. schützt. Das ist dann hier wirklich so, dass es an der Seite keine Möglichkeit mehr gibt, ans Display zu kommen, wie zum Beispiel noch bei der 6er Version. Da haben wir hier an der Seite das Display, das abrundet. Das ist wie gesagt hier ringsrum geschützt. Auch Saphirglas oben verbaut. Das bedeutet, wenn ihr jetzt irgendwo hängen bleibt, am Felsen etc., dann wird das Display hier nicht verkratzt. Ich hatte jetzt zum Beispiel bei meinen alten Uhren immer so ein Case drauf gehabt, bei der Series 6 und es gibt es auch für die 7 und für die 8er. Damit habe ich das Ganze immer versucht, hier dezent ein bisschen abzudecken, dass die Uhr nicht beschädigt wird. Das benötige ich bei der Ultra jetzt nicht. Wie gesagt, ich habe hier ein Titaniumgehäuse und Saphirglas, also die Uhr ist hier voll und ganz geschützt. Ja, wenn wir uns die Uhr von außen nochmal betrachten, dann haben wir hier den klassischen Anschluss wieder, den wir von der Apple Watch kennen. Wir haben jetzt auch wieder den normalen Ladeanschluss, beziehungsweise hier das Ganze ist dann ein bisschen edler, hier mit Stoff ummantelt. Das kennt man jetzt vielleicht, die ein MacBook Pro haben, neues, die haben auch sowas. Da können das entsprechend hier magnetisch wieder induktiv laden. Das ist kein Problem. Und wir haben hier als Gegenpart einen USB-C-Anschluss und ein Ladegerät ist natürlich bei Apple nicht enthalten. Wie man unschwer erkennen kann, wir haben hier an der Lünette auch wieder einen Kreis bzw. eine Markierung. Wer die alten Apple Watch kennt, weiß, dass das Zeichen dafür ist, dass wir hier eine LTE-Verbindung haben bzw. LTE nutzen können. Die Ultra kommt nur mit LTE, das heißt also, ihr könnt euch da gar nicht entscheiden, ob ihr mit oder ohne haben wollt. Neben der Lünette haben wir unten dann auch noch den Knopf, den kennen wir auch schon, das ist eigentlich Standard, das hatten wir ja schon immer gehabt. Also wenn man hier gegenhält, sieht man die Lünette und einen Knopf. Was jetzt neu hinzukommt, ist die sogenannte Aktionstaste, das können wir hier mal vergleichen, hier gibt es nämlich keine Taste. Da haben wir hier nochmal eine, programmierbare Taste, das ist aber hier programmierbar auf Apple-Niveau, das heißt also, man kann hier was aussuchen, das zeige ich euch nochmal genau, was man hier gleich alles einstellen kann. Da könnt ihr das dann entsprechend frei belegen. Die Apple Watch Ultra hat hier auch 3 Mikrofone verbaut. Das heißt also, wir haben hier mehrere Möglichkeiten, Ton aufzunehmen. Apple verspricht hier eine bessere Windunterdrückung und eine bessere Telefonie. Das muss man erstmal in der Praxis testen, ob das Ganze hier auch entsprechend ist. Als Sicherheitsmaßnahme bietet die Apple Watch auch noch eine Sirene. Das blende ich einfach mal kurz ein. Ich habe hier auch direkt das neue Watchface aufgelegt. Wir haben jetzt hier von Apple ein eigenes neues Watchface für die Ultra. Das heißt also, es ist auch nur für die Uhr entsprechend unterstützt. Die erste Besonderheit des Watchfaces ist, dass man hier in den Nachtmodus direkt gehen kann. Dafür kann man einfach hier oben an der Lünette drehen und dann kommen wir hier automatisch in den Nachtmodus und haben das Ganze entsprechend abgedunkelt. Wenn wir wieder zurückdrehen, sehen wir hier, kommen wir dann auch wieder hier in den hellen Modus. Und wie ihr das von Apple kennt, könnt ihr die Komplikation einmal natürlich auf dem Handy einrichten, beziehungsweise wenn ihr länger auf die Taste drückt aufs Display, könnt ihr auch direkt hier reingehen und bekommt eine kleine Übersicht. Und dann seht ihr schon mal, was ich alles einstellen kann. Das ist jetzt hier fast die Standardeinstellung. Ich habe jetzt hier beim Kompass den Wegpunkt zum geparkten Auto genommen. Man kann aber auch sagen, den letzten angezeigten Wegpunkt zum Beispiel anzeigen lassen. Dann kommt man hier auch direkt in den Kompass rein. Und Kompass ist auch schon das Stichwort. Wir haben ja einen neuen Kompass verbaut. Sehen wir einmal hier, das Auto ist jetzt 15,7 Meter von mir weg. Und wenn wir da jetzt reingehen, bekommen wir hier auch einen blauen Punkt angezeigt. Das ist hier unten.
Da können wir jetzt aber auch rauszoomen. Also sehen wir einmal, wenn wir reinzoomen, sehen wir, kommen wir hier klassisch zum Kompass, dann können wir den ganzen drehen, dann haben wir das hier. Beziehungsweise wir können dann auch rauszoomen und dann kann ich mir entsprechend die Wegpunkte, dann sehen wir hier den blauen Punkt, dann hier setzen und dann habe ich hier bis zu 50 Kilometer die Möglichkeit, das Ganze einzurichten. Wir sehen hier, ich habe nochmal ein paar Testwegpunkte gesetzt, die etwas weiter weg sind und dann kann man sich entsprechend zu dem Wegpunkt navigieren beziehungsweise diesen anzeigen lassen und dann hier in der Richtung hingehen. Sehen wir hier, wird das Ganze entsprechend ausgewählt und ausgerichtet. Es ist auch ganz einfach, hier neue Wegpunkte zu setzen. Da gibt es unten einfach den Menüpunkt, da kann man einfach drauf gehen und sagen, hier, ich möchte hier einen Wegpunkt setzen. Dann kann ich das Ganze auch noch benennen, wie ich das möchte. Und dann habe ich hier entsprechend, wenn ich das möchte, dann die Wegpunkte hier auf meinem Kompass. Dann möchte ich aber mal den interessanteren Part zeigen, und zwar die Aktionstaste, die ich habe. Ich kann einfach mal kurz zeigen, was ich auf meiner Aktionstaste habe. Wir sehen hier, ich habe das Ganze hier als Training angelegt, beziehungsweise im Trainingsmodus. Und dann kann ich mir entsprechend hier meine Modis aussuchen und diese dann starten. Wenn ich das entsprechend auswähle, kann ich hier auch sagen Training starten, weil was die Uhr jetzt ebenfalls anbietet, ist, dass wir hier präzise Training starten können. Das bedeutet, in der Vergangenheit, wenn ihr ein Training gestartet habt, laufen, dann ist er direkt losgestartet, hier beziehungsweise bis von 3 bis 1 runtergezählt und dann ging es los und hier kann ich jetzt automatisch selber sagen, okay, ich starte das und dann kann hier mit der Aktionstaste das entsprechend ausführen. Wir haben jetzt auch gesehen, wenn ich Segmente will, kann ich hier dann auch Segmente mit dieser Aktionstaste entsprechend ausführen. Dann gehen wir aber mal zur Einstellung der Aktionstaste, gehen wir einfach mal hier auf das Rädchen und dann sehen wir hier, wir sind ganz normal in der Einstellung drin, dann gehen wir mal runter und dann sehen wir hier auch schon Aktionstaste und dann kann ich hier entsprechend das auswählen. Dann kann ich zum Beispiel sagen, Aktion soll sein Stoppuhr, Training, Wegpunkte, Backtrack, also quasi wieder zurück, Tauchen kann ich hinterlegen oder auch die Taschenlampe und kann das entsprechend hier auswählen. Dann kann ich auch noch sagen, welches Training ich haben möchte. Dann kann ich mir einfach aussuchen, Food Path oder Training, je nachdem, was für eine App dahinter unterstützt wird. Ich habe aber auch dann die Möglichkeit, fürs erste Drücken da was zu definieren. Dann kann ich zum Beispiel sagen, ich möchte jetzt hier beim ersten Drücken das Training starten. Dann kann ich sagen, Laufen Outdoor oder Gehen Outdoor mit offenem Ziel oder kann dann hier auch diverse Ziele auswählen, wie die Strecke, die Kalorien und kann mir dann, wie gesagt, die Ziele oder auch Intervalltraining dann hier hinterlegen und dann wird es hier automatisch dann auch direkt ausgewählt und ich muss dann nicht extra noch groß in der Einstellung was einstellen. Die Uhr bietet natürlich auch wieder die Möglichkeit, hier EKG-Wertmessung durchzuführen. Das heißt also, ihr müsst hier 30 Sekunden entsprechend hier auf die Lünette drücken und dann bekommt ihr hier auch eine EKG-Messung und hier wird einfach das Vorflimmern erkannt. Das heißt also, wenn es hier Probleme gibt, dann solltet ihr vielleicht zum Arzt gehen, aber es ist immer noch gesagt, das ist kein medizinisches Gerät. Es dient wirklich rein zur Orientierung. Wenn Auffälligkeiten sind, dann geht bitte zum Arzt. Und wenn das Ganze dann ausgeführt ist, bekommt ihr dann hier auch eine Anzeige, dass hier entsprechend das EKG durchgeführt worden ist. Und dann könnt ihr auch noch sagen, ob ihr euch gut oder schlecht fühlt. Natürlich haben wir auch ein 24/7 Herzfrequenzmesser dabei und ich habe jetzt schon mein erstes Workout gemacht und ich muss auch sagen, das war soweit überzeugend. Ich blende es einfach mal ein. Wie gesagt, das war der allererste Workout. Da kommen noch einige. Ich habe auch mal einen Sprint reingemacht und ich habe das Ganze mit dem Brustgurt verglichen und ich muss sagen, dass ich hier passable Werte bekommen habe. Wir sehen dann hier wird dann entsprechend die Herzfrequenz gemessen. Ihr könnt euch das dann auch nochmal genau anschauen, wie das Ganze über den Tag verlaufen ist. Beziehungsweise habt ihr dann auch den Ruheherzfrequenzbereich. Das ist für die Sportler interessant, um zu wissen, wo der aktuell liegt. Der ist bei mir momentan bei 51. Der ist normalerweise etwas niedriger. Ich war krank gewesen, wahrscheinlich ist das noch die Auswirkung davon. Und dann sehen wir auch nochmal hier die durchschnittliche Herzfrequenz beim Gehen. Also das war jetzt einfach hier beim Testen, habe ich hier auch dann eine Anzeige bekommen, die dann mir anzeigt, wie das Ganze hier beim Gehen war. Und natürlich darf der Blutsauerstoffmesser nicht fehlen. Wir sehen jetzt hier, vor einer Stunde wurde das Ganze gemessen. Ich kann das Ganze aber auch hier mit der App manuell ausführen, beziehungsweise wenn ich das möchte, dann misst er einfach im Hintergrund. Ich kann das Ganze aber auch abstellen, wenn ich sage, das ist für mich jetzt nicht nötig, den Akku möchte ich sparen. Da könnt ihr das Ganze dann, wie gesagt, abstellen. Was das Thema Akku angeht, weil ich es schon gerade angesprochen hatte, ich habe auf jeden Fall eine deutliche bessere Akkulaufzeit als wie zum Beispiel jetzt bei der Series 6. Aber auch natürlich der Series 8 geschuldet einfach dahin, dass hier auch ein größerer Akku verbaut ist. Apple gibt hier die Akkulaufzeit mit 36 Stunden an. Ich habe jetzt im ersten Test die Uhr einmal vollgeladen, bin einmal laufen gegangen und der Workout hat so ein bisschen was über 40 Minuten gedauert, hat etwa 5% Akku gekostet. Dabei habe ich aber die Herzfrequenzmessung angehabt, beziehungsweise ich habe das erstmal ohne LTE getestet und da kam ich so etwa auf 2 Tage Laufzeit. Wie gesagt, ein Workout mit 40 Minuten und einem Always-On-Display und alle Messungen eingeschaltet. Ich teste es gerne immer im Maximalbereich. Da der Kanal sich hauptsächlich hier auch dem Sport widmet, möchte ich einfach ein bisschen mehr auch noch auf den Sport eingehen, beziehungsweise die Einstellungen, die wir machen können, weil es gibt viele Sachen, die muss man einfach vorher einstellen, die nicht da sind.
Dabei müsst ihr aber vorweg sagen, das Wichtige ist, sowohl auch jetzt beim Update der Series 6, beziehungsweise wenn ihr euch auch für eine Ultra entscheidet oder eine Apple Watch Ultra oder auch eine Apple Watch Series 8, das Ganze muss mit iOS 16 funktionieren und dabei ist es entscheidend, dass iOS 16 ab iPhone 8 unterstützt wird. Das heißt, alle iPhones, die älter sind, unterstützen das iOS 16 nicht mehr, beziehungsweise ihr habt dann auch hier Probleme, dass ihr dann die neuen Apple Watch Version nutzen könnt. Das möchte ich einfach mal vorweg erwähnen, bevor ihr euch für diese Uhr entscheidet, die jetzt auch nicht gerade günstig ist, solltet ihr auch das passende Gerät dafür haben. Dann gehen wir einfach mal in die Uhr hinein. Da sehen wir auch schon als erstes hier eine neue App, die hier auftaucht. Und zwar, das ist das Tauchen. Ihr könnt die Uhr entsprechend fürs Tauchen nutzen. Ich habe jetzt selber keinen Tauchschein, kann es daher nicht zeigen, aber ihr könnt die Uhr bis auf 40 Meter heruntergehen. Beziehungsweise ihr könnt dann auch eine App nutzen zum Tauchen. Ich verlinke die mal, wie die App heißt, um hier dann entsprechend die Überwachung durchzuführen. Das ist hier nur mit der Apple Watch Ultra kompatibel. Natürlich hat die Uhr auch wieder eine Sturzerkennung, das heißt, wenn ihr stürzt, dann wird das Ganze auch gemeldet. Was neu hinzugekommen ist, ist auch die Unfallerkennung. Das wird ebenfalls von der Apple Watch Ultra unterstützt. Wenn wir jetzt einfach mal hier in die Sportaktivitäten hineingehen, haben wir einmal natürlich die Möglichkeit, Apple Plus zu nutzen. Das bedeutet, wenn ihr jetzt die Uhr kauft, bekommt ihr auch 3 Monate das Apple Plus Abo hinzu. Was Apple Plus kann, das habe ich euch mal im Video gezeigt, das verlinke ich euch mal. Das war damals zum Release, aber die Version war ja schon länger unterwegs oder beziehungsweise draußen in den USA und da könnt ihr einfach mal einen Eindruck bekommen, was Apple Plus eigentlich ist, falls ihr das noch nicht kennt. Es hat sich einiges hier beim Laufen geändert und es ist so, wenn ihr die Uhr frisch auspackt, sind einige Sachen nicht angezeigt bzw. werden nicht angezeigt. Ihr müsst es entsprechend einstellen, wenn ihr das sehen wollt. Natürlich bekommt ihr die Daten dann angezeigt, wenn ihr dieses Workout durchgeführt habt. Da kommen wir später noch hinzu, wie das aussieht. Aber wenn ihr die Daten auch live sehen wollt, müsst ihr es hier entsprechend einstellen. Dafür geht ihr einfach hier in das Training hinein. Da sehen wir jetzt hier das Laufen. Da haben wir hier diese 3 Punkte. Da gehen wir einfach mal drauf. Und da sehen wir auch schon gleich die Neuerungen, die es alle gibt. Wir haben einmal natürlich offene Trainings. Das kennen wir noch aus der Vergangenheit. Wir können ja auf Zeit trainieren. Wir können ja auf Strecke trainieren. Wir können jetzt auf Pace trainieren, wir können auf Kalorien trainieren und was neu hinzugekommen ist, wir können uns auch eigene Workouts erstellen und das sind hier schon mal vorgefertigte Workouts mit 1 Meile bzw. 1 Minute für Hügel. Da haben wir schon etwas enthalten. Wir können aber auch eigene Trainings erstellen. Wir können einfach sagen, wir gehen jetzt einfach rein und sagen hier eigenes und dann können wir uns wirklich ein eigenes Training zusammenbauen, wie wir das Ganze haben wollen. Wir sagen jetzt Training zum Beispiel auf Zeit, dann sagen wir hier 5 Minuten. Und entsprechend bekommen wir hier dann ja ein 5-Minuten-Training oder wir können auch die Strecke auswählen und so können wir, wie gesagt, das Ganze hier mit Pace-Alarm einstellen. Wir können sagen, wir möchten zum Beispiel auch nach Leistung trainieren und dann wähle ich mir einfach das Ziel aus, was ich machen möchte, sage, das möchte ich gern festlegen und dann habe ich hier auch entsprechend die Ziele hinterlegt und kann mir hier dann meine eigenen Sachen ja machen, die ich möchte. Also das heißt, auf eine Strecke von 400 Meter machen wir jetzt einmal 200 Watt und bekommen das dann hier als Training und dann kann ich hier auch, ja, Pausen hinzufügen, Cooldowns, je nachdem, wie ich das gerne haben möchte. Wir können es aber auch bei offenen Training, also quasi ich laufe jetzt direkt los, das Ganze hier einstellen, indem wir hier auf den Stift gehen und dann sagen wir hier, ich möchte einmal Hinweise haben, dann Pace oder Herzfrequenz, Leistung, also die ganzen Sachen, die wir dann gerade eben schon gesehen haben, können wir einstellen. Dann kann ich aber auch meine Trainingsansichten anpassen. Das ist übrigens bei jedem Workout gleich. Da gehen wir jetzt einfach mal rein und dann sehen wir hier, bekommen wir dann schon mal die Ansichten angezeigt. Ich habe jetzt schon mal alle aktiviert. Wenn ihr da zum ersten Mal drin seid, werdet ihr feststellen, dass nicht alle aktiviert sind. Zum Beispiel Leistung fehlt, die ist nicht da. Die müsst ihr erst extra einstellen. Da gehen wir einfach mal auf Ansicht bearbeiten. Dann sehen wir hier, bekommen wir dann nur eine kleine Übersicht. Wir können natürlich einmal klassisch gewohnt hier die Messwerte einstellen. Da gehen wir auch nochmal auf den Stift. Da können wir sagen, okay, ich möchte hier entsprechend eine Pace haben oder ich möchte jetzt einfach hier das Segment haben, den Split und so kann ich das Ganze mir hier einstellen oder auch Laufeffizienzwerte kann ich mir anzeigen. Ja, die unterstützt entsprechend auch die Laufeffizienzwerte. Und wir können dann runtergehen und dann sehen wir hier zum Beispiel Messwert 2, das Ganze können wir ein- oder ausschalten oder Herzfrequenzbereiche. Hier werden jetzt entsprechend auch Herzfrequenzbereiche angezeigt und zwar auch grafisch. Ich kann das Ganze aber auch einstellen, wenn ich gerade eine Leistungsdiagnostik gemacht habe. Das zeige ich euch gleich noch auf dem Handy, was man da alles bekommt oder was man einstellen kann. Da könnt ihr dann sagen, okay, in diesem Bereich ist dann entsprechend hier das Training und so bekommt ihr dann eher das farblich nochmal direkt angezeigt. Das ist jetzt auch entsprechend neu. Dann bekomme ich noch eine Übersicht des Splits, wenn ich das haben möchte. Auch das kann ich wieder einstellen, ausstellen. Dann kann ich mir die Segmente anzeigen lassen. Das habe ich mir zum Beispiel jetzt ausgestellt, weil ich es nicht möchte. Dann kann ich mir permanent die Höhe anzeigen lassen. Auch beim Wandern zum Beispiel kann ich dann sagen, okay, ich möchte die Höhe jetzt als Höhenprofil sehen. Das müsst ihr auch entsprechend einstellen, wenn ihr das haben wollt. Und was jetzt neu hinzugekommen ist, auch die Leistungsmessung. Die Apple Watch unterstützt jetzt ohne irgendwelche weiteren Zusatzgeräte die Leistungsmessung.
Ich werde das Ganze mal testen und auch ein Video dazu machen, auch zum Beispiel mit Stride Foodpod vergleichen oder auch mit der Chorus Pace 2, die das Ganze unterstützt, oder auch mit Garmin. Also falls dich sowas interessiert, lass auch gerne ein Abo da. Da kommt auf jeden Fall noch ein Vergleichsvideo, wie dann die Leistungswerte sind, beziehungsweise dann auch, wir haben es ja schon gesehen, die Laufeffizienzwerte, wie die zum Vergleich hier zum Chorus Pod ist. Das ist zum Beispiel ein Pod, wie das Ganze aufzeichnet, oder auch Garmin mit seinem Garmin-Gurt, der das aufzeichnet. Da werde ich auch entsprechend einen Testvergleich machen und einfach mal hier die Datenanalyse durchführen. Und zu guter Letzt können wir auch jetzt noch die Ringe einblenden lassen, also die Aktivitätsringe, falls für euch das wichtig ist. Dann habt ihr immer direkt eine Übersicht, wie voll eure Ringe sind, müsst ihr noch ein bisschen was machen und könnt dann hier entsprechend eure Ringe schließen. Das finde ich übrigens eine sehr gelungene Sache von Apple seit Tag 1, also das motiviert wirklich, diese Ringe hier zu schließen. Es ist total simpel und Banane, aber das ist wirklich sehr, sehr motivierend und man hat große Anreize, dann doch nochmal einmal aufzustehen, um die Stehstunden voll zu bekommen. Wenn wir jetzt auch schon beim Aufzeichnen von Daten sind, die Apple Watch Ultra unterstützt einmal GPS, GLONASS, Galileo und den chinesischen bzw. japanischen Standard. Hier ist es aber so, dass die L1 und L5 GPS genutzt wird. Ich habe mir das mal durchgelesen, also L5 ist wohl in einem anderen Frequenzbereich, ist ein bisschen effizienter und dient halt für eine bessere Genauigkeit. Wir kennen das Ganze vielleicht schon hier von Garmin-Uhren, wie zum Beispiel jetzt bei der Forerunner 955 oder auch bei den Epix-Uhren, die jetzt im Update dazugekommen ist. Das sogenannte Multiband-GPS ist hier zum Beispiel da das Stichwort oder Multiples GPS, das haben wir halt auch bei Chorus. Das sorgt einfach dafür, dass wir hier ein besseres GPS-Bild haben. Ich habe jetzt im ersten Lauf, das blende ich euch mal ein, schon mal einen ersten Test gemacht. Das habe ich hier mit der Garmin 955 verglichen, die wirklich schon sehr gute Werte aufweist. Hier bin ich jetzt einmal zwischen Häusern gelaufen oder am Sportplatz und ich muss sagen, ich bin wirklich sehr begeistert, was das GPS-Bild angeht. Das ist wirklich sehr akkurat und trifft auch hier das Multiband-GPS von der Garmin wirklich sehr gut. Und wie gesagt, im ersten Step schon wirklich ein solides Ergebnis. Interessant wird es dann nochmal im Wald, weil hier ganz viel Abschottung ist, wie sich da die Uhr schlägt. Da würde ich das auch mal entsprechend testen. Auf jeden Fall ist das GPS-Bild schon mal deutlich besser als jetzt zum Beispiel bei der Series 6 oder auch jetzt hier bei den Series 8 ist es auch deutlich besser. Es liegt einfach daran, dass hier zwei Möglichkeiten genutzt werden, und zwar einmal dieser L1-Standard und der L5-Standard beim GPS. Und daher haben wir hier etwas genauere Werte. Das Ganze geht natürlich auch zum Kosten der Akkulaufzeit, weil hier dann entsprechend auch da ein bisschen mehr Strom verbraucht wird. Deswegen haben wir hier auch einen größeren Akku verbaut. Was bei der Regeneration natürlich auch wichtig ist, das Schlaftracking. Und da haben wir jetzt auch ein kleines Update bekommen, beziehungsweise die Uhren generell haben ein Update bekommen, auch jetzt hier die 6er-Version. Und zwar können wir einmal Schlafenszeit einstellen, ist ja altbekannt. Dann geht die Uhr in den Schlafmodus über. Wir sehen jetzt hier auch, dass es immer in den Ruhemodus übergeht. Und dann sehen wir hier einmal, können wir einen vollständigen Zeitplan anlegen. Das könnt ihr auch auf dem Handy machen. Dann werdet ihr hier ganz toll mit Vibrationen geweckt. Das ist wirklich ganz gut gemacht. Also das wird nicht groß geklingelt, sondern die Uhr vibriert dann so richtig. Das ist auch gut zum Aufwachen. Und wir bekommen jetzt auch mehr Details angezeigt. Wir sehen hier einmal die Schlafphasen von 23:58 Uhr bis 6:21 Uhr. Und ich bekomme eine kleine Übersicht der Schlafphasen, wie ich geschlafen habe, wach, REM, Kern und Tief. Und dann sehen wir hier auch so die Entwicklung der letzter Zeit, die ich jetzt hier im Schlaf hatte. Und natürlich bekommen wir hier dann auch nochmal eine Übersicht der Ringe. Da kann ich nochmal den Tagesverlauf anschauen. Dann sehe ich einfach hier, wie sich da meine Bewegung zusammengesetzt hat, beziehungsweise wie viele Stunden ich mich bewegt habe, wie viel Stehzeit ich hatte. Und dass ich jetzt hier 7.600 Schritte gemacht habe auf 6,18 Kilometer. Also die klassischen Fitnessziele werden dann auch hier angezeigt. Was ich aber nicht machen kann, ist hier auch ein direktes Ziel zu hinterlegen. Das verstehe ich bei Apple überhaupt noch nicht, warum das so ist. Es gibt hier diverse Step-Apps, wie zum Beispiel hier, ich habe hier Steps App, ja, die heißt tatsächlich so. Da könnte ich mir zum Beispiel, wenn ich möchte, Ziele hinterlegen. Was die Uhr leider auch noch nicht kann, und das kann auch die Apple Watch Ultra nicht, das ist Navigation während der Aktivität. Und zwar meine ich das jetzt während der Standardaktivität von Apple selber. Dafür müsst ihr zum Beispiel eine App wie Work Outdoors nutzen. Ich habe die App mal vorgestellt, das verlinke ich dir mal im Video oben. Da könnt ihr euch dann entsprechend navigieren lassen. Ihr könnt euch auch hier ganz, ganz viele Sportarten anlegen und auch hier die Felder definieren und einstellen. Das ist wirklich sehr gut gemacht. Wir können hier zum Beispiel dann sagen, ich möchte hier nach einer gewissen Strecke navigieren lassen, die ich jetzt bei Komoot zum Beispiel erstellt habe, oder bei einer anderen Plattform, die jetzt GPS-Daten unterstützt. Die kann ich dann importieren und hier entsprechend das Ganze hier nutzen. Wir sehen hier, wenn wir jetzt einfach mal ins Running hineingehen, dann sehen wir hier auch, kommt direkt eine Karte und ich habe jetzt hier, das ist mein Standpunkt, wenn ich jetzt hier eine Strecke hinterlegt habe, was ich jetzt noch nicht gemacht habe, würde ich die angezeigt bekommen und könnte mich dann entsprechend hier durchnavigieren lassen. Ich kann auch meine Datenfelder noch alle einstellen. Wir können hier auch zoomen, also hier gibt es dann auch viele, viele Möglichkeiten, das Ganze zu tun. Wie gesagt, ich habe das Ganze in meinem Video vorgestellt, da kannst du es mal ganz angucken. Ich finde, das ist mit Abstand die beste Navigations-App, die es aktuell auf der Apple Watch in der Kombination mit Laufsport gibt.
Ja, wenn ich ein Workout gemacht habe, wird das entsprechend hier auch mit dem Fitness-App synchronisiert. Wir sehen auch hier, das ist die klassische Fitness-App. Können wir jetzt mal reingehen, da bekomme ich einmal eine Übersicht der Aktivitäten, meiner letzten Aktivität. Wir sehen hier die Ringe, die wir kennen, von jedem Tag sind die hier. Dann können wir uns das Ganze mal anschauen. Wir sehen hier, ich habe das eine Zeit lang nicht angehabt, die Apple Watch, aber wir bekommen hier so eine kleine Übersicht. Dann sehen wir hier auch nochmal, wie sich das Ganze zusammenstellt. Wir können hier auch sagen, Ziele ändern. Oder ich möchte jetzt meine Ringe füllen, dann kann ich auch sagen, hier, komm, mach was von Fitness Plus, mach deine Ringe noch voll, dann könnt ihr direkt auch ein Training starten. Auch bei der Übersicht des Lauftrainings hat sich etwas geändert. Wenn wir jetzt einfach mal hineingehen, sehen wir hier einmal die klassische Übersicht mit Trainingszeit, Strecke, Kalorien, Leistung ist jetzt zum Beispiel neu hinzugekommen. Wir haben jetzt eine Übersicht der Rundenzeit, der Segmente und wir sehen unten die Herzfrequenz beziehungsweise auch eine Karte, wo wir unterwegs waren. Oder auch bei der Herzfrequenz können wir dann sagen, in welcher Zone wir waren und bekommen hier nach dem Training auch nochmal eine Analyse. Des Weiteren kann ich jetzt aber auch hier reingehen, hier oben bei Trainingsdetails. Da kann ich auf mehr Anzeigen gehen, da bekomme ich jetzt eine Gesamtübersicht. Da sehe ich einmal die Strecke hier oben. Ich bekomme eine Höhenübersicht, das war jetzt sehr überschaubar, 18 Meter, das ist nicht so viel. Dann habe ich hier die Herzfrequenz und ich bekomme dann auch mal die Leistungswerte, Pacewerte, Kadenzwerte, also hier die Schrittfrequenz, als auch jetzt die neuen Werte, die zum Beispiel hier vertikale Bewegung bzw. Bodenkontaktzeit oder auch die Schrittlänge werden hier jetzt entsprechend analysiert und ihr könnt hier dann danach in die Analyse gehen und euch entsprechend anschauen, wo das Ganze hier oder wie das Ganze hier aussieht. Und natürlich habt ihr dann auch die Möglichkeiten hier die Apple Watch Ultra bzw. alle Apple Watch Uhren auch mit Apps zu erweitern. Also hier ist dann wirklich eine Hülle und Fülle auch an Apps dann im App Store enthalten. Das ist natürlich auch eine große Stärke der Apple Watch. Das heißt also alles, was Apple selber nicht anbietet, ist dann über Drittanbieter-Apps dann auch möglich entsprechend hier zu erweitern. Da möchte ich auch gleich noch drauf zukommen, was ich zum Beispiel hier als Sportler nutze. Aber ich möchte jetzt im ersten Step einfach mal zeigen, was Apple hier eigentlich alles so macht. Wir haben jetzt hier die klassische Health-App. Also jeder, der ein iPhone hat, hat diese App hier auf dem iPhone drauf. Und mit der Apple Watch wird natürlich der Funktionsumfang deutlich erweitert. Und wir haben als erstes schon mal einen Warnhinweis, dass der Lautstärkepegel einmal zu hoch war. Und das war bei mir während der Arbeit scheinbar. Da war es wahrscheinlich mal ein bisschen zu hoch gewesen. Also die Uhr, wie ihr seht, misst das Ganze auch hier mit dem Lautstärkepegel. Ihr bekommt auch eine Warnung angezeigt, wenn ihr das wollt. Es wird auch überwacht, wenn ihr Kopfhörer anhabt, dass ihr dann nicht zu laut seid. Beziehungsweise da könnt ihr dann entsprechend auch Sicherheitsfeature einstellen. Das nehmen wir jetzt einfach mal weg. Und dann sehen wir einmal hier, bekommen wir einmal in der Übersicht hier so die klassischen Sachen wie die Herzfrequenz. Dann kann ich mir die Aktivitäten mal genauer anschauen. Da sehe ich hier das Ganze nochmal in der Übersicht. Wir sehen auch hier, dass die Uhr eine Cardio-Fitness ermittelt. Da können wir mal sehen, dass sich das bei mir jetzt hier zum Negativen entwickelt hat. Und neben den Daten bekommt dann auch eine Erklärung, was das Ganze eigentlich bedeutet. Und das finde ich auch sehr gut gemacht. Also ihr könnt euch das Ganze mal durchlesen, was deren Bedeutung dieser Werte eigentlich heißt. Und wir können auch ganz unten dann einstellen, wenn ihr zum Beispiel mehrere Datenquellen habt. Das kommt mal vor, wenn ihr zum Beispiel jetzt hier, ihr könnt auch Garmin-Uhren nutzen, parallel oder auch andere, zum Beispiel Polar. Dann könnt ihr einfach auf Datenquellen Zugriff gehen. Dann sehen wir erstmal, wer eigentlich überall Zugriff hat. Also da kann ich auch entsprechend hier nochmal sagen, okay, du darfst hier keinen Zugriff haben. Oder auch Lese- und Schreibrechte dann entsprechend verteilen, je nachdem, wie das unterstützt wird. Und wir sind jetzt hier, ich habe jetzt schon mehrere Apple Watches verbunden, könnt ihr dann auch sagen, okay, ich möchte jetzt zum Beispiel von Zoomto oder auch von Workoutdoors das Ganze hier nutzen. Dann könnt ihr es hier entsprechend einstellen und die Datenquellen sortieren, wie ihr das Ganze hier haben möchtet. Und wie ihr jetzt eigentlich schon seht, ist das Ganze hier auch ein bisschen, viel auf einmal, beziehungsweise sehr, sehr viele Daten, aber die Daten werden nicht so richtig aufgearbeitet. Gerade als Sportler vermisse ich hier zum Beispiel den Cardio-Load, also wie ich trainiert bin, beziehungsweise bin ich übertrainiert, untertrainiert, bin ich zu müde. Das alles fehlt hier so ein bisschen und ich finde es einfach schade, dass Apple hier nicht auch dann jetzt gesagt hat, okay, wenn ich mich mehr auf den Sport fokussiere, dann möchte ich ja auch dann die Daten entsprechend aufarbeiten, dass auch ein Sportler damit was anfangen kann. Oder ihr könnt so machen wie ich habe mir dann die Health Fit App irgendwann mal zugelegt. Das ist eine App, die alle Daten zusammensammelt. Einmal haben wir hier alle Daten, was das Laufen angeht. Wir sehen hier RunGap, das ist für mich so ein Synchronisationstool, was ich mir nutze. Wenn ich Garmin-Uhren nutze, dann importiere ich das über RunGap, um hier auch dann tatsächlich hier GPS-Daten zu bekommen, weil man kann das Ganze auch über Strava machen, das funktioniert nicht so ganz. Ich bekomme dann hier, wie gesagt, eine Übersicht der Strecken. Dann sehen wir einfach mal hier, bekomme ich auch mal bei Details angezeigt. Der große Vorteil auch von HealthFit ist, dass hier die Daten exportiert werden. Es wird dann zum Beispiel, wenn ihr möchtet, auf iCloud ein Ordner angelegt, da exportiert ihr alle Daten, da bekommt ihr dann alle GPS-Daten und alle Fit-Daten angezeigt bzw. exportiert. Ihr habt dann kein großes Problem mehr mit dem Datenexport, gerade wenn ihr es irgendwie noch für andere Sachen nutzen möchtet. Das könnt ihr automatisch einstellen, also das ist schon mal ein großer Vorteil dieser App. Und ich bekomme hier auch nochmal eine Übersicht angezeigt, also wir sehen hier auch nochmal gekreuzte Kacheln, da komme ich gleich noch dazu.
Sehen wir einfach auch nochmal, was die durchschnittliche Pace war. Also hier bekomme ich einfach den Lauf nochmal mehr aufgearbeitet und ein paar Daten mehr, wie man es zum Beispiel bei Garmin Connect etc. kennt, und auch nochmal hier eine Übersicht der Herzfrequenz. Ja, alles auf einen Blick quasi. Das ist aber hier nicht alles, was toll ist. Wir haben hier auch nochmal eine Statistik, und zwar sehen wir hier, wir bekommen hier einmal den Fitnesswert angezeigt. Wenn wir reingehen, sehen wir hier einmal die Fitness, Ermüdung und Form. Da gibt es ein TSB-Modell, das wird auch nochmal erklärt. Ihr bekommt dann quasi für jedes Workout, was ihr macht, dann Anstrengungswerte, und die werden dann entsprechend auf die Form und auf die Fitness gegengerechnet, beziehungsweise auf die Ermüdung, und so kann man dann einfach ermitteln, ja, ist euer Training fortschrittlich oder ja, ist es negativ oder seid ihr übermüdet, müsst ihr mehr ausruhen. So habt ihr wenigstens mal einen kleinen Überblick, ob ihr im richtigen Bereich trainiert. Also das ist für mich eigentlich schon mal ein Grund, die App hier zu nutzen, damit dass man hier eine Übersicht hat. Dann bekommen wir natürlich eine Übersicht der kritischen Laufleistung, und hier kann ich mir dann auch tatsächlich dann so eine Grafik anzeigen lassen, wie sich das Ganze zusammensetzt. Und wir sehen hier, ich habe erst einen Lauf gemacht, deswegen ist das Ganze noch nicht aussagekräftig, aber hier könnt ihr dann auch entsprechend dann Daten hinterlegen und bekommt hier eure Watt pro Kilo zum Beispiel angezeigt. Und ihr habt dann nochmal eine Statistik, wie sich dann euer Monat zusammengesetzt hat. Wir sind hier, ich war jetzt krank, konnte nicht viel trainieren, das wirkt sich natürlich negativ aus. Und dann habt ihr hier nochmal gesagt, den Jahresverlauf, ihr bekommt eine Heatmap angezeigt und auch, was ihr dann in der gesamten Zeit geleistet habt. Also auch das ist wirklich sehr motivierend. Was ebenfalls dann noch interessant ist, ihr bekommt dann auch unten nochmal eine Kachelübersicht. Sehen wir einmal, können wir uns die Heatmap nochmal anzeigen, aber auch die Kacheln. Und wenn ich da mal drauf gehe, das ist jetzt für jemanden, der vielleicht hier, ein bisschen interessiert ist, was er alles so gemacht hat, der kann einfach nochmal schauen, wo war er überall unterwegs. Dann bekommt ihr hier nochmal so eine Übersicht, wo er dann schon war. Umso öfters man war, umso blauer wird die Kachel. Und so habt ihr dann auch zum Beispiel, wenn ihr im Urlaub wart, seht ihr dann hier so ein bisschen, könnt ihr noch in Erinnerung schwelgen, seht dann, wo ihr dann unterwegs wart. Ich sehe hier meine große Radtour, die ich gemacht habe, rund um Füssen. Das wird hier auch nochmal angezeigt. Und so habt ihr so eine kleine Übersicht. Dann könnt ihr, wie gesagt, in Erinnerung schwelgen. Und last but not least haben wir dann noch die Gesundheit. Da bekommen wir dann eine Übersicht, wie sich dann meine tägliche Aktivitätsenergie zusammensetzt, die Trainingsminuten, die Schritte. Ja, das Ganze sollte erstmal ein ganz, ganz grober Überblick der Apple Watch Ultra sein. Auch die Einstellungsmöglichkeiten, die ihr habt, gerade im Sportbereich, die neu hinzugekommen sind. Das wollte ich euch einfach mal zeigen. Ich werde die Uhr jetzt mal sehr ausführlich testen. Also so wie ihr es gewohnt seid, werde ich das über mehrere Wochen machen, mehrere Tage, und einfach mal schauen, wenn ich mehr Workouts mache, wie sich der Herzfrequenzsensor wirklich schlägt, beziehungsweise ist das GPS wirklich deutlich besser als auch mal vielleicht vergleichbar mit der Apple Watch 6 oder auch mit einen anderen Uhren, die das Ganze unterstützen. Hier Multiband, wie schon gesagt, wir haben hier die Garmin-Uhren, die das können, und einfach mal so vergleichen, wie das Ganze im Wald ist. Dann möchte ich mir auch nochmal die Laufeffizienzwerte anschauen. Auch wie gesagt, hier nochmal mit zum Beispiel einem Chorospot vergleichen oder auch hier mit dem Garmin-Code, der das Ganze unterstützt, und einfach zu gucken, sind die Werte plausibel, sind die brauchbar, weil die Uhr misst es ja am Handgelenk und nicht am Körper direkt. Das ist ein bisschen schwieriger, das muss man also errechnen. Aber auch dann Vergleich, die Leistungswerte im Vergleich mit dem Stride oder mit der Coros Pace 2. Wenn dich solche Sachen interessieren, dann lasst doch gerne ein Abo da. Ich werde aber auch noch ein Vergleichsvideo hier mit der Garmin Apex 2 machen. Das ist hier das Pendant von Garmin, hier auch mit dem OLED-Display, und einfach auch mal zu schauen, was sind hier die Unterschiede, wie sieht mit dem Akku aus, was bietet die Uhr mehr, was kann Garmin mehr, was kann Garmin nicht, was kann Apple Watch, was kann Garmin wiederum nicht, also hier einfach einen Vergleich machen. Wenn dich noch mehr rund um das Thema Apple Watch interessiert, ich verlinke dir oben mal eine Playlist, da habe ich alles rund um Apple Watch hinterlegt, beziehungsweise die Videos, die ich schon gemacht habe. Da wird auch noch Workouts und etc. vorgestellt, beziehungsweise wenn du neu auf dem Kanal bist, ich verlinke dir unten mal die Best-of-Playlist, da kannst du mal schauen, was sonst auf dem Kanal alles so stattfindet. Ich würde mich natürlich freuen, dich wieder auf dem Kanal begrüßen zu dürfen und hier noch mehr rund um die Apple Watch zu erfahren. Ansonsten bedanke ich mich für deine Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.